Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für eine leckere One-Pot-Pasta mit Fleischbällchen und Tomatensauce. Dafür bereiten wir zunächst die Hackmasse vor. 500 Gramm gemischtes Hackfleisch in eine Rührschüssel geben, einen Esslöffel Senf, einen Teelöffel Paprikapulver, Zwiebelpulver sowie Knoblauchpulver dazugeben, ein mittelgroßes Ei und eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer. Anschließend alle Zutaten einmal gut miteinander verkneten, bis daraus ein kompakter Fleischteig entstanden ist. Aus der Hackmasse danach kleine Bällchen formen. Insgesamt habe ich 16 kleine Fleischbällchen aus der Masse herausbekommen. Jetzt eine große Pfanne hernehmen, einen guten Schuss Öl hineingeben und sobald die Pfanne heiß genug ist, können wir die Hackbällchen anbraten, die kleinen Frikadellenbällchen nebeneinander in die Pfanne setzen und für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze anbraten. In der Zwischenzeit noch eine große Zwiebel abziehen und fein hacken, außerdem 1 bis 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Danach die Fleischbällchen einmal wenden, von der anderen Seite ebenfalls für ein paar Minuten braun und knusprig anbraten. Und wenn das erledigt ist, können wir sie erstmal aus der Pfanne heben, auf einen Teller geben und kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit einer kleinen Flocke Butter, außerdem Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben, kurz für 2 bis 3 Minuten unter gelegentlichem Wenden glasig anschwitzen und dann kommen auch schon alle anderen Zutaten dazu. 400 Gramm ungekochte Nudeln, ich habe hier Fusilli verwendet, einen gehäuften Teelöffel Pizzagewürz, 700 Gramm passierte Tomaten, 800 Milliliter Gemüse oder Fleischfond dazu gießen, eine Prise Salz, außerdem die Fleischbällchen zurück in die Pfanne geben und jetzt alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können, zum Kochen bringen und mit geschlossenem Deckel bei niedriger bis mittlerer Hitze für ca. 10 bis 12 Minuten köcheln lassen. Zwischendurch immer mal wieder umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann und mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange, bis die Nudeln gar sind und alles eine schöne, cremige Konsistenz erreicht hat. Die fertigen Nudeln mit Fleischbällchen jetzt noch mit Pfeffer, etwas Zucker und wenn nötig Salz abschmecken. Ein letztes Mal gut umrühren, dann vom Herd ziehen und mit etwas frischem Basilikum garniert servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.